Egal welcher Horror du in diesem dunklen Raum auch finden wirst, hab ein Herz und sieh durch sie hindurch. Es gibt keine voreiligen Enden. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur frische Perspektiven und neue Anfänge. Das ist eine Liebesgeschichte. Und damit herzlich willkommen zu Slay the Princess, einem Horror-Story-Liebesspiel. Und in diesem Spiel geht es darum, dass wir eine Prinzessin töten sollen. Ob wir das machen oder nicht, ist ganz unsere Entscheidung. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, haben wir ein anderes Ende des Spiels. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit einem neuen Spiel. Kapitel 1: Der Held und die Prinzessin. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Wie ihr schon hört, ist das Spiel leider bis jetzt nur in Englisch verfügbar. Ich versuche bestmöglich noch ein bisschen zu übersetzen, aber ich hoffe, das ist kein Problem. Wir sind also auf einem Weg durch einen Wald und am Ende des Weges steht eine Hütte. Und in dem Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Hier bringen sie also um und das wird das Ende der Welt. Und wir haben jetzt ganz viele, sehr, sehr viele Entscheidungen, wie wir hier weitergehen wollen. Und ich überlege mal, Ende der Welt. Gibt es einen Grund, warum sie weggesperrt ist? Eine Prinzessin zu töten klingt nicht so cool. Kann es nicht jemand anders machen? Vergiss es, ich mache das nicht. Hast du darüber nachgedacht, dass es okay ist, wenn die Welt untergeht? Kommt man eigentlich eine Art Belohnung? Ah, okay. Danke, dass du mir sagst, was ich tun soll. Nice, ich wollte schon immer mal einen Monarchen töten. Viva la Revolution. Einfach ruhig zur Kabine gehen, zur Hütte gehen oder umdrehen und nach Hause gehen. Ich mache in solchen Spielen immer gerne grundsätzlich das Gegenteil vom Narrator. Oder ich glaube, wir gehen mal mit, hast du mal drüber nachgedacht, wenn es okay ist, dass die Welt untergeht? Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? Wollen wir, dass die Welt untergeht? Ich weiß es nicht. Naja, wir wollen auf jeden Fall wir fragen mal, warum die Welt I'm untergeht. talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Vielleicht habe ich verschoben, dass ich nicht so viel vom Dialog verdecke. Wir müssen sie also umbringen, weil die Welt sonst untergeht. Vergiss es, ich mache Are you serious? No, you have to do it. Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Hast du Beweise, warum sie die Welt untergehen lässt? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Das klassische Argument, du musst es machen, weil du ja schon dabei bist. Ja, vielleicht gehen wir mal zur Hütte und gucken, was passiert. Dann kann sie selbst I verteidigen. guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words,
the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Dann gehen wir in die Hütte. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Also wir haben anscheinend diese zwei Stimmen, den Narrator, den Hero und uns selber. Und müssen jetzt gucken, ob wir die Prinzessin retten wollen und wie. Wir gehen weiter in die Hütte. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Also, wir können jetzt diese hervorragende Klinge mitnehmen oder unbewaffnet in die Keller gehen. Und ich bin kein Fan davon, grundlos Waffen zu tragen. Wir gehen mal ohne. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Versucht also uns zu sagen, wenn sie sowieso hier liegt, ist es vielleicht eine Befreiung für sie umzubringen. Ja, mal sehen. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? Das ist also die Prinzessin. It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Hi. Ich guck nur nach dir. Ich bin hier, um dich zu retten. Lügen. Ich bin hier, um dich zu retten. Und sie nicht retten. Hey, ich denke, ich bin hier, um dich umzubringen, vielleicht? Oder einfach die Stecktreppe runtergehen. Ich würde sagen, wir sagen mal Hi. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Please, come downstairs. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? So lernen wir also die Prinzessin kennen. I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Sie fragt, ob wir sie befreien können und ich würde sagen, wir reden erstmal. Okay. Hi, schön dich kennenzulernen. Also, was ist dein Name? Ich weiß nichts über dich, aber ich weiß nichts über dich, aber ich habe gehört, dass es einen Grund gibt, warum du hier eingesperrt bist. Wenn ich die erste Person seit einer Weile bin, dich zu sehen, wie hast du gegessen oder getrunken? Oh Gott, das sind wieder einige Optionen. Ich wurde hier geschickt, um dich umzubringen. Du sollst angeblich die Welt beenden. Was machst du, wenn ich dich rauslasse?
ich lasse dich noch ein bisschen eingesperrt, dann können wir uns besser kennenlernen. Die ganz schlimme Version. Tut mir leid, ich kann dir nicht vertrauen. Das funktioniert alles nicht und es ist nicht wert, ein Risiko, also es ist ein Risiko, dein Wort über das Ende der Welt zu stellen. Zurückgehen und die Klinge holen. Ich kann nicht glauben, dass sie dich hier unten festhalten. Ich bekomme dich hier raus. Okay, ich kriege dich hier raus. Lass es mich nicht bereuen. Ich würde sagen, ja, wir sagen ihm mal die Wahrheit. Aber ich denke, du bist nicht wirklich gefährlich. Ich möchte es für mich selbst herausfinden. Ich bin nicht sicher, was ich glauben soll. Ich glaube langsam, dass es wahr ist. Da ist irgendwas hier, was sich nicht richtig anfühlt. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass sie gefährlich ist. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world? Haben sie uns gesagt, wie sie die Welt umbringen? Der Erzähler hat uns bis jetzt noch gar nichts verraten. Insofern, nein. Erstmal abwehrend sein. Mir wurde genug gesagt. Ich habe gehofft, du könntest mir sagen. Nein, aber es gibt bestimmt einen Grund, warum die Information geheim gehalten wird. Nein, und das ist, warum du wirklich gefährlich bist und nichts sagen. Sag ihr mal, dass sie mir das vielleicht sagen kann. I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. I believe her. Der Held glaubt dir also. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. Da hat der Erzähler natürlich recht, aber bis jetzt kann ich noch keine Intention erkennen, warum sie die Welt zerstören sollte. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Es geht immer um Whoever Vertrauen. sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Da hat sie auch wieder recht. I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. Auch da hat sie recht. She has a point. We're talking like this for a reason. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Das könnte gut sein und das sollten wir rausfinden. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Vertrauen und Risiko? Ist Vertrauen nicht einfach nur die Akzeptanz von Risiko? Wir können weiter fragen. Ich frage sie mal, wie sie gegessen hat. I don't see what that has to do with anything. Okay, sie möchte es nicht This is the verraten. only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Okay, keine Antwort hier. Ich würde sagen, wir versuchen mal, sie rauszubekommen. You're only making this more difficult. Thank you, and you won't. I promise. Bestimmt. You're making a huge mistake. Vielleicht. No, you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart.
I'm guessing you don't have the key? Anscheinend kriegen wir die Ketten nicht. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Gibt es eine andere Möglichkeit außer den Schlüssel? Ich gehe mal oben gucken, vielleicht liegt der Schlüssel irgendwo herum. Ich frag sie mal. Maybe there's some way to break the chains? Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. Wenn die Ketten nicht brechen, dann müssen wir sie rausschneiden. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Niemand sollte einen Arm verlieren sollen. She offers the suggestion with almost complete nonchalance. Vielleicht nonchalant, aber wir wissen nicht, wie lange sie hier schon festsitzt. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. Und da hat der Held recht, ja. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Also kein Schlüssel am oberen Ende der Treppe. Is someone else here? Wir probieren mal die Tür You try aufzubekommen. the door, but it's locked from the outside. Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Dann gehen wir wieder runter. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Ja, aber wir haben die Klinge aus einem Grund nicht mitgenommen. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Anscheinend. There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. Der einzige Weg hier raus. Naja, As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. ein Geräusch. Wer oder was ist das? It's the blade from upstairs. Klinge. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Strike? Nein. Or we could use it to free her. Ja, besser. You won't like what happens if you do that. Warum? Save the princess. Wir wollen die Prinzessin erstmal retten. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Kleine Randnotiz. Zum einen fällt hier auf, wir sind anscheinend nicht menschlich. Wir haben so eine Art Klauen statt Händen. Und, was mir auch gerade aufgefallen ist, der Mauszeiger hat sich verändert. Wir haben jetzt die Klinge dabei. Wir schneiden also die Prinzessin frei. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. Sie scheint also keine Probleme damit zu haben, aber auf der anderen Seite wieder. Wie lang muss man irgendwo festsitzen, um alles zu tun, um rauszukommen? She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Vielleicht ist das Glück rauszukommen größer. Thank you. Now let's get out of here. Wir gehen zur Treppe. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Aha, der Erzähler zeigt sein wahres Gesicht. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Und er versucht, uns, die Prinzessin, umbringen zu lassen. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Er zwingt uns, die Prinzessin umzubringen. Watch me. What are you doing?
Slay the princess, töte die Prinzessin, töte die... Warne sie. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Unsere Warnung hat also doch was gebracht. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Resist. Wir widerstehen dem Erzähler. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Und die Prinzessin verteidigt sich gegen den Erzähler und gegen uns. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. Ihretwillen. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. Kein schneller Tod, aber vielleicht der richtige. She doesn't know how to use a knife, does she? Ein weiterer Grund, sie weiß nicht, wie man mit dem Messer umgeht. Warum sollte sie wissen, wie sie die Welt vernichtet? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. Ich weiß. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Es ist vorbei. Everything goes dark, and you die. Das ist also das Ende? Nein, Kapitel 2. Die Jungfrau in Nöten. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ha. Und anscheinend geht das Spiel von vorne los. Oder vielleicht nicht ganz von vorne. Kapitel 2 immerhin. Wir haben die Prinzessin also versucht zu befreien und sie hat sich in Notwehr vor dem Erzähler umgebracht. Guck mal, wie es weitergeht. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Das Ende der Welt schon wieder. Letztes Mal ist nichts passiert. Ich bekomme das seltsame Gefühl von einem Déjà-vu. Warte, war das nicht schon mal alles hier? Okay, nein. Aber ich bin gestorben. Was mache ich hier? Oh, du Bastard. Du, jetzt hast du es aber Dreck am Stecken. Ich durchschaue deine Tricks jetzt. Weiter zur Hütte gehen, umdrehen und weggehen. Warte, war das nicht alles schon mal? It hasn't. Or if it has, I certainly haven't been a part of it. We've just met for the first time, you and I. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. Yes, he didn't approve of us last time, did he? If we're going to save our beloved, we'll have to be sneaky about it.
Und wir haben eine neue Stimme freigeschaltet, wie es aussieht. Die Stimme des Niedergestreckten, der sehr heroisch ist und für die geliebte Prinzessin alles tun würde. Our beloved. David, unsere geliebte Prinzessin? Yes, you'll have to be very sneaky about your intentions if you're going to try and save the princess. Ah, so all of the cards are on the table. Then you should know that we and the princess are in love, and the four of us will be foiling any and all assassination attempts you've got in the works. We'll see about that. Whatever you do, just be sure to ignore him specifically. It sounds like he's the sort who'd sacrifice the whole world for a peck on the cheek. What can I say? A world without love is a world that isn't worth saving. Wie wahr, wie wahr. Also, wir gehen mal davon aus, dass du mir die Wahrheit sagst und alles wirklich schon mal passiert ist. Warum sollte ich auf dich hören? Warum sollte ich das alles hier machen? Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. If you're back here, I'm assuming you died, which probably only happened because you didn't listen to me. You were the one who did us in, villain. Well, not you in the literal sense, but you did everything you could to stop us from rescuing her. Oh, I wonder why. Maybe it's because the entire world was at stake. No lone princess is worth that price. Ein Leben ist ein Leben das Ende der Welt wert? Schwierige Frage. I beg to differ. I'm not going to argue with you. I'm just going to take a deep breath and assume that whoever is making the decisions here has the common sense to ignore your protestations. Vielleicht. Anyway, I believe your second question was, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Hatten sie Konsequenzen? What do you mean? Of course there weren't any consequences. You forced the princess to kill us, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Gute Frage. Hoffentlich finden wir das raus. If it's the latter, what do you think happened after you died? Das ist eine sehr gute Do you think Frage. the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? Und das wiederum ist eine sehr voreilige Antwort, basierend auf der Vermutung, dass wir in einer anderen Welt sind und dass die Prinzessin wirklich alle umbringen kann oder möchte. She would never. She's a perfect angel that you cruelly imprisoned as part of some convoluted, dastardly scheme. Und der Niedergestreckte ist natürlich auf der Seite der Prinzessin. Convoluted? I don't know how this premise could be any more simple. Princess bad, stop her, save everyone. Wenn es doch nur immer so einfach wäre. Okay, also, gucken wir, ob wir sie retten können. Lass uns mit der Prinzessin reden, weiter zur Hütte gehen. Lass uns über diese Prinzessin reden. Vielleicht können wir noch was rausfinden. Just be quick about it. Der einzige Grund, warum sie mich umbringen konnte, war, weil ich sie gelassen habe. Sie konnte das Messer kaum halten. Wie soll sie die Welt zerstören? Wie hat sie eingesperrt und was ist dieser Ort? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Aber man sollte sie auch nicht so einfach machen. Warum konnten die Leute, die sie weggesperrt haben, sie nicht umbringen? Und warum muss ich das jetzt machen? Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. Wir sind also special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Wir sind also besonders. Oh, I didn't know we were special. Of course you're special. Why else would you be here?
Calling us special isn't going to make us friends, even if it did feel nice. Oh, believe me, the last thing I want is for you and I to be friends. But I'm a professional, and I'm not going to let my dislike for you get in the way of helping you save the world. Warum erzählst du mir nichts? Warum hältst du dich immer zurück? I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Er sagt immer, dass es so einfach ist. Es ist nicht so einfach. Wir nehmen ein Menschenleben. Das sollte nie einfach sein. Not to sound like a broken record, but the less you know about her, the better things will go for all of us. I know it sounds like I'm hiding something, but you're just going to have to take me at my word. Naja, er wird uns eh nicht auf diese Fragen antworten. Wir gehen mal weiter. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Wir gehen weiter zur Hütte. A warning before you go any further. Eine Warnung. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Aber immerhin sagt sie mir was. Der Erzähler, du, sagst mir gar nichts. We already told you we're not playing along with your little game. It's your lies that can't be trusted. Her beauty is the only thing in the world we can believe in. Gut, wir wollen nicht übertreiben, aber an sich hat er recht. I think we've already been over this. I'm pretty sure he just likes the sound of his own voice. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. Wir gehen also weiter in die Hütte. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Die Hütte hat sich also verändert, ist schick und ordentlich und königlich geworden. Und auch die Musik klingt feiner und, naja, theatralischer, aber auch schöner. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Du hast nichts davon gesagt, du hast nichts von dem Spiegel an der Wand erzählt. Diese ganze Hütte ist komplett anders als letztes Mal. Geh zum Spiegel, nimm die Klinge, geh in den Keller. Wir fragen mal, warum er den Spiegel nicht erwähnt hat. That's because there isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. Doch, da ist ein Spiegel. Genau, hier. There's definitely a mirror. There isn't. I'm sure the princess would tell us there was a mirror if she were up here. In which case she'd be lying to you because, again, there isn't a mirror. Gut, dann gehen wir zum Spiegel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Da ist der Spiegel, Erzähler. This really isn't funny. Wir säubern den Spiegel. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Und der Spiegel ist weg. Aber wir können unsere Hand nochmal sehen. Die sieht sehr cool aus. But it was there a second ago. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. Wieder. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Anscheinend haben wir auch Federn. Spannend. Gut, diese Hütte sieht ganz anders aus als letztes Mal. Very different. Is it? I can't say I was paying much attention to the scenery last time around. Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. So focus up. Stop letting yourself get distracted. Wir gehen in den Keller.
The door to the basement Oh, creaks chic. open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Die Prinzessin. Hello? Is someone there? Her voice, it's somehow even more beautiful than last time. I can hear wedding bells already. Ach ja, der Niedergestreckt ist schon wieder 3 Schritte voraus. I've held my tongue till now, but you're taking this a little too far. We barely even know the princess. We can still do right by her without all this over-the-top fawn. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Und auch die Prinzessin hat sich verändert. Ist jetzt alles etwas glatter, etwas schicker, etwas hübscher. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Wenn das so einfach wäre manchmal, wenn der Geist sprechen könnte. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Natürlich kommen wir zurück. Nicht als hätten wir eine Wahl, aber sehr gerne. Did you hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Bei wem nicht? Waiting for you to come back. I didn't want to believe your ravings back in the woods, but this is next to incontrovertible evidence. You've been here before. Im Gegensatz zu dir lügen wir nämlich nicht. That's right, villain, and you killed us. Well, she killed us. Ja, Kleinigkeiten. Only because he made us try and kill her, it was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Aber hat sie schon eine Welt zerstört? Wissen wir das? Denn der Erzähler kann viel erzählen. Das ist schließlich der Erzähler. We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Oh, I shan't. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Du hast mich letztes Mal umgebracht und es hat sehr weh getan. Warum hast du das gemacht? Fragen wir sie anscheinend. Ich habe kein Messer mitgebracht. Hast du etwas, um sich rauszuschneiden? Was ist passiert, nachdem ich gestorben bin? Ich muss fragen, hast du die Welt zerstört, nachdem du mich umgebracht hast? Tut mir leid, was letztes Mal passiert ist. Der Erzähler, der mich hierher gebracht hat mich dazu gebracht, dich umzubringen. Das war sehr unfair. Vielleicht gehen wir damit einfach. If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. Do you think she has someone like him telling her what to do? She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Was ist passiert, nachdem ich gestorben bin? You died, and now we're talking. Sehr simpel zusammengefasst. Fast wie der Erzähler. Gut, keine Informationen mehr. Hast du die Welt zerstört? I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Nein, das hätte mich nicht glücklich gemacht.
Isn't that just like our darling princess? She wants to make us happy. My heart melts further with every word that passes through her beautiful lips. Schleimer. Are you listening to her? That's a confession. Das ist nur eine Confession, dass sie es tun würde. Nein, ich möchte nicht, dass diese Welt endet. Ich habe keine Gefühle, egal wie du es gemacht hättest. Ehrlich gesagt, diese Welt ist kacke. Menschen sind anstrengend und ich hoffe, du hast sie langsam und schmerzvoll zerstört. Nein, ich möchte eigentlich nicht, dass diese Welt endet. Then I didn't end the world. So einfach. Und schon haben wir 2 Stimmen gegeneinander. Genau mit der gleichen Argumentation, und der Erzähler behauptet, sie hätte die Welt umgebracht. See? She didn't confess anything. She is innocence itself. I'm not so sure. Gut, wir versuchen, die Prinzessin zu befreien. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? And even if you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Don't you see how dainty her hands are? You'll be able to slip her out with ease. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Warum, wenn sie ihre Hand rausrutschen kann? Warum hat es dann eben gebraucht, sie abzuschneiden? If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Tja. Because we've yet to present her with her freedom. Vielleicht. Manchmal schaffen wir Dinge nur nicht, weil wir nicht glauben, dass wir sie schaffen können. I'm not sure I follow. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? I think I'd rather believe in facts. Einfach gedacht. Ah, so you're one of those empiricists. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings. Also versuchen wir, die Prinzessin zu befreien. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Gut, dass wir keine Waffe haben. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. Sehr extrem. You wouldn't. Ich glaube, der Niedergestreckte würde. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. Anscheinend hat es funktioniert. Glaube kann Berge versetzen. I can't believe it. But I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. Sehr gerne. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Ach, immer diese Gewalt. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? What do we do now? Jetzt gehen wir. Wir gehen und dann haben wir unser ganzes Leben, um uns zu überlegen, was wir als nächstes tun. That sounds perfect. The princess takes your hand, the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. We have each other. We don't need the world for our happy ending. So nämlich. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with.
Ja, damit kann ich leben. You and the princess walk up the stairs, hand in hand. Ugh, look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. Nothing wrong. Ein bisschen Happiness. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face. Mensch, and the was lock eine clicks. Überraschung. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Ach, ja. Liebe. Enough with this true love nonsense. You just met her. Manchmal reicht das. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Manchmal folgt man der Liebe. So. Glaubst du kannst es öffnen? Ich glaube, wir können es öffnen, wenn wir es zusammen versuchen. Ich glaube, ich habe das. Und die Tür alleine öffnen. Ich glaube, so weit wie wir gekommen sind, zusammen ist der Weg. Okay. Yeah, let's do it. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door. Together. Blech. And... the lock clicks, and the door creaks open. Are you kidding me? Tja, Narrator, du bist wohl nicht so stark, wie du dachtest. I told you our love was insurmountable. You and the princess make your way upstairs, and... the blade, that's right, there's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's too late. Warum? Warum sollten wir sie jetzt noch umbringen? Wir machen das, du machst das nicht. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. Und trotzdem kannst du nichts dagegen tun. Wir machen ganz normal weiter und retten die Prinzessin. That's the way out. We're going to leave together, just like you wanted. Just like I wanted. Yes, I suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin. And then you step outside. Wir haben ein Achievement bekommen. Deine Liebe wird dich frei machen. A happy ending at last. Die Musik liegt aber nicht nach Happy Ending. We did it. What should we do now? Warum wird das Bild kleiner? Where did everything go? Where did he go? Oh, der Erzähler ist weg. Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? Nein, sollte es nicht. She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Netter Versuch. Hilfe? Die Prinzessin ist weg. Aber der Spiegel ist da. Wir sind allein. Aber du bekommst keine Chance, ihr eine Jacke zu machen. Etwas nimmt sie weg. Und du bist und lässt etwas anderes an ihrer Stelle. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Is that a... No. Why is it here? Why now? Was macht der Spiegel hier? Ich weiß nicht, wohin sie gegangen ist und ich weiß nicht, ob wir nachher suchen können. Der Erzähler ist weg. Ich denke, ich glaube, ich sollte in den Spiegel gucken. Der Narrator ist gone? Does that mean the world ended? Does it? A villain vanquished. Gut, dann gehen wir zum Spiegel. I'm begging you, don't do this. Warum will er nicht, dass wir zum Spiegel gehen? Aber wir haben keine Wahl mehr. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel right. It feels different. Final. Es fühlt sich final an. Yes,
I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt, right? Vielleicht können wir uns diesmal im Spiegel sehen. Die Stimmen fühlen sich klein an, entfernt, während du dich dem Spiegel näherst. Wir schauen uns selbst an. Stille, als du deine Hand nach dem Spiegel ausstreckst. Sie sind weg, aber der Spiegel bleibt da. Es ist Zeit für dich zu sehen, was im Spiegel ist. Huch. Wir sind im Spiegel. Und das sieht sehr, sehr verworren aus. Verloren. Du bist alleine in einem Ort, der leer ist. Es ist still. Geh zur Hütte. I guess. Oh. Du bist bei der Hütte, aber da ist keine Hütte, da ist etwas anderes. Gehe zu ihr hin. Die Prinzessin. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Was bist du? Das Geschenk eines fragilen Gefäßes? Ist das Ende der Welt? Lass sie raus. Kennst du den Erzähler? Bist du, was mich geschickt hat, um die Prinzessin zu töten? Bist du, was mich hier festhält? Weißt du über die Welt, über diesen Ort hinaus? Bist du die Prinzessin? Kennen wir uns? Was passiert jetzt? Angreifen oder unseren Körper zerstören? Wer bist du? I am solitary lights in an empty city. What are you? Einsame Lichter? Was meinst du? Was glaubst du, was ich bin? Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin eine Person. Was glaubst du, was ich bin? I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Sehr einseitige Antwort. Bist du, was mich geschickt hat, um die Prinzessin zu töten? I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Lass sie kennt. Bist du die Prinzessin? She is part of me, and part of me is her. Aber warst du schon immer die Prinzessin oder bist du nur ein paar oder machst du sie nur zu einem Teil von dir? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Vielleicht. Lass sie raus. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. So, sie kommt also zu ihr zurück. I promise that it doesn't hurt. Es tut also nicht weh. Kennen wir uns? You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Es gibt also das Gefühl, als ob wir uns kennen. Ist das Ende der Welt? How can the world have ended if we are talking? Gutes Argument. Was passiert jetzt? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. Welten, die wir erreichen sollen? There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Und wieder mal, sie ist möglich, uns vergessen zu lassen, wenn wir daran glauben. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom.
Wir sollen ihr also mehr Perspektiven bringen, mehr Durchläufe vielleicht. Dann kennen wir Freiheit. Hast du keine Angst, dass ich einen Weg finden werde, dich umzubringen? Wie werde ich vergessen? Oder wie viel werde ich vergessen? Wie viele mehr Teile muss ich finden? Und was ist, wenn ich nicht zulasse, dass du mir das antut? Ich wurde geschickt, um die Prinzessin zu töten und sie davon auszuhalten, die Welt zu zerstören. Wenn ich dir helfe, wenn ich das tue, hilfst du mir dann? Okay, lass mich vergessen. Wir fragen erstmal, ob sie uns hilft. You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Wir werden korinthenkackerisch. Was machst du, wenn ich dir helfe? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Sie weiß also nicht, was sie tut. Wie viel mehr Teile von dir muss ich finden? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Ah, okay. Wir müssen also nur einige Möglichkeiten finden. Gut. Lass mich vergessen. She asks that I tell you to remember her. You won't. Alles wird dunkel und du stirbst.